Dankeschön. Ich bin 78, habe alles machen lassen an Botox und Fillern, weil ich Hautarzt bin. Aber nur im Gesicht oder überall? Komplett. Wow. Vielleicht können Sie mir ein paar Tipps geben. Genau so ist es. Freut mich sehr. Gerne. Wir machen das, ja. Wird alles zügig funktioniert und deswegen habe ich gedacht, dann kommen wir früher ins Gespräch. Das kostet manchmal so belastet Bundesministerin Oberst Wiesburg, ich melde Ihnen das Bundesverkrankenhaus mit Teilen Stab und Klinik und Notverkrankenhaus. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Frisch getestet, also am Platz kann die Maske weiterhin auf, oder? Ich bin frisch getestet. Wir haben veränderte Rahmenbedingungen bei der Sicherheitslage. Wir haben aber auch veränderte Rahmenbedingungen in Bezug auf die Möglichkeiten, die Bundeswehr auszustatten, auszurüsten. Sie haben es verfolgt, es war ein harter Kampf ums 100-Milliarden-Programm, aber er ist erfolgreich für die Bundeswehr auch so geführt worden. Das sind die 100 Milliarden für die Bundeswehr und eben nicht für alles Mögliche, was auch wichtig ist. Digitalisierung und Cybersicherheit, gar keine Frage. Aber eben nicht aus diesem Sondervermögen, also außer das, was natürlich uns betrifft. Und schließlich durch Verhandlungsmaßnahmen, die den Knochen wieder in die richtige Stellung bringen, mit einem sogenannten Ringfixator, der angelegt wird, ein sehr martialisch imponierendes Gerät, was im Verlauf aber durch den Nagel umgestellt werden konnte und dementsprechend der Patient dann voll belastet, ohne Schmerzen diese Station wieder verlassen konnte. Diese Patientenart haben wir insgesamt seit 2012 in unserem Krankenhaus mehr als 130 vorwiegend Kriegsversehrte und Patienten der humanitären Hilfe versorgt, vorwiegend aus Libyen und der Ukraine. Auch zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich ja insgesamt 10 ukrainische Patienten in unserer Behandlung, die wir aktuell nun mit nur hier in Berlin. Nur hier in unserem Bundeswehrkrankenhaus ohne Station. Das entspricht aktuell einem Drittel unserer Patientengutes auf unserer unfallchirurgischen Abteilung, also ein relativ hoher Anteil. Und da steht immer der multidisziplinäre Ansatz im Vordergrund. Das heißt, alle Abteilungen unseres Hauses werden involviert und müssen das Behandlungskonzept erarbeiten und strukturiert abarbeiten. Allerdings, und das wollte ich einfach nochmal mit erwähnt haben, hat sich in den letzten Monaten und Jahren ein etwas übergeordnetes Problem entwickelt durch den zunehmenden Personalmangel, gerade in nichtärztlichen Pflegeberufen hier im Krankenhaus. Verschiedenste Ursachen hat das, finanzielle Anreize im zivilen Umfeld, dass Dienstposten vielleicht auch von Pflegekräften besetzt werden, die noch nicht ausgebildet sind, ganz genau. Und natürlich akzentuiert durch die Pandemiefolgen, die sich immer mehr darstellen lassen. Und das führt insgesamt zu einer unglaublichen Reduktion in allen Bereichen des Krankenhauses, OP-Kapazitäten, Bettenkapazitäten. Und insgesamt muss man sagen, dass das natürlich uns und unsere Handlungsfähigkeit einschränkt, teilweise unsere Auftragserfüllung beeinträchtigt und wir insgesamt einfach aufpassen müssen, dass wir nicht die notwendigen Ausbildungseingriffe einfach verlieren und dadurch auch unsere Exzellenz ein bisschen eingeschränkt ist. Wir müssen uns da wirklich in Bezug auf Zulage was einfallen lassen und das Thema Dienstposten ist angesprochen worden und das ist auch nachvollziehbar bei der Dauer der Ausbildung bei 6 Jahren, bei manchen Ausbildungsberufen. Und dann sind die wirklich sehr lange nicht verfügbar auf den Dienstposten. Für die benachbarten großen Einheiten der Bundeswehr, für den Parlamentsärztlichen Dienst. Das Außenbereich. Wir kriegen es hin, dass wir jetzt gerade voll aus und wir sind in Berlin sozusagen Mustermann. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich die Spende für Kurse. Ja, das sind sozusagen die Funktionen, die wir haben.
und insgesamt 29 Mitarbeiter, 4 Fachärzte, etatmäßig, 3 Assistenzärzte, die entsprechende Zahl von MTLA und Chemielaboranten. Das Labor komplett in Form von Racks abgebildet. Das heißt also, die Schienensystemketten könnten wir das sozusagen von dort direkt auf die Arbeitsplätze transferieren. Ja, insofern ist es eine unheimliche Arbeitserleichterung auch für das Personal, für die Tonschutz. Wir haben es optimiert, wir müssen wir dahin gemacht haben. Und das ist schon klar, also das ist schon viel schneller, es ist sicherer fürs Personal, man macht sowas heutzutage. Und Sie brauchen 15 Minuten für eine PCR, das ist nicht fertig. Und das ist fast, ja, also semi-automatisiert. Im Grunde genommen die Probe hier noch angesetzt werden zur Sicherheitswerkbank, die für den Infektionsschutz da ist. Und dann wird sie das Gerät überführt und wir haben nach 50 Minuten sozusagen vollwertiges PCR-Ergebnis. Und wie viele PCR-Tests schaffen Sie denn? Wir können 48 durchziehen und das on demand. Also wir müssen nicht warten, bis der Run vorbei ist, sondern wir schicken eine Probe rein, dann kann die nächste rein und immer first in, first out sozusagen. Und da es nicht wirklich um Corona geht, wir machen nicht nur Corona-Dinge. Wir machen auch genetische Analysen für Gerinnungsstörungen, für Tumorerkrankungen. Das ist jetzt keine Einmalinvestition, nur für Corona. Und wir wurden als alte Kunden im Grunde genommen vorrangig behandelt. Ja, also das muss man wirklich sagen. Es gab Wartelisten weltweit, die waren 12 Monate, 14 Monate, 16 Monate. Da musste man sozusagen warten. Das ist für einen klinischen Betrieb ist das eine Katastrophe. Weil dadurch bleibt ja, steht ja alles still. Ja. Wer ist denn da von der Fliege? Das ist halt gar niemand mehr da. Die sind am Arbeiten. Hallo, schönen guten Tag. Jetzt haben wir so viel schon über Pflege gesprochen, über Pfleger, deswegen jetzt auch nochmal mit Ihnen dann. Das wäre durch bessere Ausbildung als in zivilen Krankenhäusern. Das hören wir natürlich gerne und geben es auch weiter. Nein, aber es ist ja auch tatsächlich so, dass man sich hier mehr auch um den Einzelnen kümmern kann, damit eben diese Ausbildung dann auch weitergegeben und gewährleistet wird. Der Weg war heute Morgen so ein bisschen Ja, Sie haben es gehört. Ich habe darum gebeten, dass ich mit Ihnen das Gespräch führen kann, auch in der Unterschiedlichkeit, so wie heute die Zusammensetzung ist. Das ist mir immer wichtig. Ich mache eine Sommerreise zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, hat natürlich was mit der veränderten Sicherheitslage zu tun, mit den Herausforderungen, die an uns gestellt werden, mit den Anforderungen auch aus der NATO. Einen schönen guten Tag. Meine Sommerreise steht unter dem Stichwort Einsatzbereitschaft. Wie steht es da bei der Bundeswehr in Bezug auf die Landes- und Bündnisverteidigung? Und natürlich spielt es eine Rolle, wie sieht es aus beim Heer, bei der Marine, bei der Luftwaffe. Aber genauso wichtig ist die Frage, wie sieht es denn aus bei der Sanität? Und deswegen ist es heute ein sehr wichtiger Besuch hier im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin. Denn diese Bundeswehrkrankenhäuser stellen eine Plattform für Ausbildung dar, die sehr beeindruckend ist. Hier werden Menschen ausgebildet, die dann später dafür sorgen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten, die wir im Zusammenhang mit NATO oder auch in den Einsatzgebieten entsenden, dass die sich darauf verlassen können, dass sie bestmöglichst auch
versorgt werden. Deswegen ist diese Ausbildung hier an den Bundeswehrkrankenhäusern, insbesondere auch hier in Berlin, so wichtig. Und es erfolgt dadurch, dass hier natürlich auch ein guter Standort ist, auch für die Menschen aus Berlin, die sich hier behandeln lassen. Dann ist es die Win-Win-Situation, dass man aus der Behandlung in dem Krankenhaus dann aber auch ganz wichtige Erkenntnisse für die Ausbildung zieht. Bei der Situation sind wir natürlich auch in Konkurrenz zu privaten Anbietern. Wir alle erleben, dass hochqualifizierte Fachkräfte umworben werden auf dem Arbeitsmarkt. Und das gilt auch für medizinisches Personal. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sind ein guter Arbeitgeber, aber dass wir da noch weitere Maßnahmen auch ergreifen müssen, um das gewährleisten zu können. Zum einen den hohen Standard, auf den hier gearbeitet wird, weiterhin aufrechterhalten zu können, aber eben auch, um dafür zu sorgen, dass wir Menschen finden, die dann auch zu uns kommen, hier in dieses Bundeswehrkrankenhaus in Berlin. Da gibt es viel zu tun, aber wir werden und wir müssen es angehen, denn wir wollen gewährleisten, dass der Standard hier am Standort erhalten bleibt, aber dass eben auch all die Fähigkeiten, die dann notwendig sind, um die Herausforderungen der Bundeswehr angehen zu können, ebenfalls gewährleistet sind. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Und ich würde gerne die erste Frage an Herrn Haug von der AD. Frau Ministerin, Stichwort Verwundetenversorgung aus der Ukraine findet hier auch im Krankenhaus statt. Gibt es da seitens der Ukraine die Anfrage, noch mehr zu machen? Kann die Bundeswehr noch mehr machen? Wie schätzen Sie hier die Lage ein? Und dazu passend noch die Frage aus dem politischen Raum von Frau Strack-Zimmermann. Gab es ja jetzt auch einen Brief mit der Forderung, einen nationalen Ukraine-Gipfel nochmal zu machen mit Blick auf Waffenlieferungen und eben auch einen Koordinator für die Ukraine-Hilfe einzustellen. Wie bewerten Sie diese Forderung? Teilen Sie diese Forderung? Wir unterstützen die Ukraine kontinuierlich und es ist ganz wichtig, dass das auch im ständigen Austausch geschieht und dieser ständige Austausch funktioniert sehr gut mit meinem Kollegen Resnikow. Und da wird immer genau abgestimmt, was ist denn erforderlich, was können auch wir als Deutschland liefern, denn wir liefern ja nicht nur Waffen aus der Bundeswehr, sondern da die Bestände eben auch ziemlich eingeschränkt sind, gehen wir auch den Weg über die Industrie. Wir gehen den Weg über die Ausbildung und wir gehen auch den Weg, dass wir die Ukraine unterstützen, indem verletzte Menschen hier behandelt werden, nicht nur am Standort beim Bundeswehrkrankenhaus in Berlin, sondern auch in anderen Krankenhäusern. Und genau diesen Weg werden wir auch weitergehen. Die Ukraine kann sich darauf verlassen, dass wir ein verlässlicher Partner sind, dass wir Ausbildung auch entsprechend verantwortlich ausführen und dass wir mit allem unterstützen, was möglich ist, dass wir immer uns dabei abstimmen in Bezug auf unsere Verbündeten und diesen Weg werden wir auch weitergehen. Das heißt, nationaler Ukraine-Gipfel ist nicht notwendig. Wir unterstützen die Ukraine in einem ständigen Austausch und das ist für mich entscheidend. Entscheidend ist, was braucht die Ukraine. Dieser Austausch ist gewährleistet. Ich werde beraten aus dem Haus von der militärischen Führung, was kann denn die Bundeswehr leisten und politische Entscheidungen werden in der Bundesregierung getroffen. Gibt es weitere Fragen? Ich hatte noch eine Frage. Sie sind ja jetzt schon ein bisschen unterwegs gewesen in Deutschland. Was waren denn so die größten Nöte, was an Sie herangetreten wurde, was denn benötigt wird hier in Deutschland? Bei fast allen den Gesprächen, die ich mittlerweile geführt habe, wird ganz deutlich, dass neben den Investitionen, die erforderlich sind, um die Bundeswehr fit zu machen zur Landes- und Bündnisverteidigung, auch in Zukunft. Da haben wir einen großen Erfolg erzielt, dadurch, dass wir jetzt ein Sonderprogramm über 100 Milliarden zur Verfügung haben. Dass das aber nicht ausreichend ist. Wir brauchen Beschleunigung bei den Beschaffungsprozessen. Auch da haben wir vieles auf den Weg gebracht. Ein Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz ist mittlerweile vom Bundestag beschlossen und wird jetzt auch gelebt, neben vielen anderen Entscheidungen. Aber die Infrastruktur, das ist die Herausforderung, die mir überall begegnet. Hier dauern die Prozesse zu lang. Da sind wir natürlich auch auf die Bundesländer angewiesen, denn dort werden ja diese Planungsvorhaben durchgeführt und das ist der Flaschenhals. Und deswegen wird es eine der nächsten Aufgaben sein, sehr schnell dafür zu sorgen, dass wir bei Infrastrukturmaßnahmen sehr, sehr schnell werden. Denn es macht keinen Sinn, über Beschaffung,
über Investitionen zu sprechen, wenn dann aber die notwendige Infrastruktur, sprich Lagerhallen zum Beispiel oder Unterkünfte nicht vorhanden sind. Deswegen Infrastruktur ist ein Thema, das alle Bereiche beschäftigt. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Eine Frage noch zum Stichwort Mali. Da sind mehrere Bundeswehrsoldaten nicht ausgeflogen worden und es gibt dieses Thema mit dem Kontingentwechsel, der eingeschränkt worden ist. Hat das irgendwelche Auswirkungen kurzfristiger Art und was muss da jetzt aus Seiten der Bundesregierung passieren? Wir beobachten sehr genau, wie sich die Situation in Mali entwickelt. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite hier eine internationale Mission MINUSMA unterstützen, auf der anderen Seite dann aber diese Arbeit erschwert wird, dadurch, dass ein Kontingentwechsel nicht möglich oder zumindest momentan nicht nachvollziehbar erfolgen soll. Deswegen müssen jetzt ganz, ganz schnell Gespräche geführt werden, damit Sicherheit besteht, damit wir für unsere Soldatinnen und Soldaten die Sicherheit haben, wenn sie denn zum Kontingentwechsel anreisen würde, dass dieser auch möglich ist. Diese Gespräche sind schnellstmöglich zu führen. Da sind die Vereinten Nationen jetzt auch in der Verantwortung und wir werden das sehr genau und sehr zeitnah beobachten. Es kann nicht sein, dass wir seitens der malischen Regierung nicht erwünscht sind bei diesem doch so wichtigen Kampf gegen den Terrorismus. Das wäre eine Frage, die dann zu beantworten sei, ob das Engagement dann weitergeführt wird. Frau Ministerin, vielen Dank. Vielen Dank, die Kolleginnen und Kollegen. Und einen schönen Tag noch. Alles Gute. Dankeschön. Sehr schön, super, danke, danke. Decke, jawohl, jawohl. Danke. Super, danke. Dankeschön. Bis bald.